Wow! Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur Brick Story und zu einem ganz schnellen Unboxing-Video. Oh, das heißt schnell, eigentlich müssen wir es genießen, denn das, was hier drin ist, das ist das krasseste, was wir jemals auf diesem Kanal unboxed haben. Also, das ist, was hier drin ist, ist krasser als der Millennium Falcon, krasser als der Sternenzerstörer. Ich glaube sogar krasser als die beiden zusammen. Ihr werdet sehen, was hier drin ist. Aber das Beste ist wohl, glaube ich, noch, dass das Ganze einen positiven Effekt hat, etwas Gutes bewirken wird. Ich werde euch gleich die Details erklären. Jedenfalls machen wir das jetzt erstmal auf. Kurz vorneweg, ich habe das auch nicht selber gekauft, das ist eine Leihgabe. Und zwar kommt das von Michael. Er hat mir das hier ausgeliehen, deshalb die Aktion kommt dann auch auf seinem Kanal. Das ist jetzt quasi nur Promo für die Aktion, die wir hier machen. Jedenfalls, ja, wir machen es erstmal auf und dann seht ihr, oh, das ist ein bisschen orange hier. Also das ist bestimmt der neue Technik-Betonmischer. Ach, oh. Nee, das kann nicht sein. Ne? Das müssen wir mal richtig auspacken. Und oh shit, es ist... Alter Schwede, es ist die Bell Boeing Osprey V22. Gut, ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Falls ihr jetzt absolut keinen Plan habt, warum das so teuer ist, also ich blende hier mal irgendwie eBay-Screenshots ein oder sowas. Dieses Set sollte eigentlich jetzt im Sommer 2020 mit der Technikwelle auf den Markt kommen, ist es aber nicht, denn es gab Proteste, dass hiermit natürlich Rüstungsunternehmen Lizenzkosten von Lego bekommen und damit Lego indirekt gegen diese Firmenpolitik wieder sich selbst widerspricht, dass man halt keine Rüstungsunternehmen gerne fördern möchte. Und ja, deshalb ist dieses Set nie auf den Markt gekommen und wurde jetzt halt von den ganzen Händlern zurückgeschickt. Deshalb ist es bei euch auch so, dass ihr vielleicht manchmal so ein bisschen Lieferschwierigkeiten habt, dass der eine Händler das vielleicht noch nicht hat, das eine oder andere, oder wenn ihr irgendwas vorbestellt habt, das dauert auch noch ein bisschen, bis das bei euch ankommt, oder vielleicht ist es schon angekommen. Falls es noch nicht ankommt, es kommt auch ganz bald. Nur diese ganzen Paletten, die halt von Lego rausgeschickt wurden mit den neuen Sommersets, die müssen halt jetzt alle nochmal neu gepackt werden, weil dieses Set davon entfernt werden muss. Und ja, deshalb dauert das halt alles ein bisschen länger. Da hat der Händler keine Schuld dran, versteht das nicht falsch. Das ist halt Legos Entscheidung gewesen, dass das jetzt nicht auf den Markt kommen soll. Ja, und kurz oder lang, es gab halt bestimmte Händler, die das in manchen Regionen der Welt irgendwie bekommen haben und dann wohl auch verkaufen durften. Ja, und Michael hat eins von diesen Sets gekauft und also erstmal hat er mir das zur Verfügung gestellt, dass ich das reviewen darf. Er wird das auch noch selber aufbauen in einem Livestream. Und nach diesem Livestream wird dieses Set dann auch so auf eBay versteigert. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, dieses Set auf eBay zu kaufen. Aber es ist so, dass der Gewinn, der da durch diese Auktion halt entsteht, dann an einen wohltätigen Zweck gespendet wird. Ich glaube, damit sollen Kinder in Not unterstützt werden. Was Konkretes habe ich da jetzt noch nicht gehört, aber ihr könnt einfach gerne bei Michael auf dem Kanal vorbeigucken. Die Auktion wird dann am 6. Dezember stattfinden. Da werden auch noch andere Sets für diesen Zweck halt dann zur Verfügung gestellt, dass die halt auf eBay eingestellt werden und der Erlös quasi dann gespendet wird. Finde ich eine super Sache. Ich bedanke mich auch nochmal sehr herzlich für die Möglichkeit. Ja, wir werden ein Review von diesem Set definitiv sehen. Ich werde es hier auf dem Kanal machen. Und ja, ich hoffe, dass ihr damit dann viel Spaß habt. Ich werde vorsichtig mit diesem Set umgehen. Es ist, ja, es ist vielleicht, ich glaube, das seltenste Lego-Set aller Zeiten. Vielleicht auch nicht, aber eins der seltensten auf jeden Fall. Wenn man bedenkt, dass dieses eigentlich ein ganz normales Sommerset ist, wenn es jetzt nicht aus dem Programm genommen werden würde, dann wäre es wahrscheinlich noch nicht mal irgendwo ausverkauft und würde jetzt schon in den Regalen halt liegen. Ja, nur durch diese Umstände ist es halt jetzt so selten geworden. Guckt gerne bei Michael vorbei, ich finde das eine super Sache. Ich freue mich für diese Möglichkeit. Ich werde dort in irgendeiner Weise auch noch im Livestream mit dabei sein, wenn es dann soweit ist im Dezember. Ja, und freut euch auf das Review von diesem Set. Und bis dahin, ciao, ciao.